Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen chinesischen Füllfederhalter vorstellen, der so ein bisschen, so wie Hongdian auch, zur gehobenen Klasse der Füllfederhalter dort zählt. Und zwar möchte ich euch den Mayon oder Moonman C4, das ist ein Upgrade des Q1, hier vorstellen. Wie immer werde ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Und dann machen wir auch Maße und Gewicht. Und ich werde euch natürlich einen Schreibtest vorführen. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Dann sage ich euch, wo ihr ihn bekommen könnt und ob ich ihn mir wiederholen würde oder eher nicht. So kam er bei mir an, der Mayon C4, ein Füllfederhalter, der gerade erst auf den Markt gekommen ist. Ich habe ihn für ca. 18 Euro über AliExpress bekommen, inklusive Versand. Und so kam er an. Das ist hier so eine ganz normale Kunststofftüte. Können wir mal rausnehmen. Dann seht ihr hier die Box und da könnt ihr schon sehen, hier ist wie so ein Glitzereffekt drauf. So kann man das, glaube ich, so ein bisschen sehen. Sieht schon sehr edel aus. Mayon Design Made in China. Also ich kann nicht genau sagen, der Unterschied zwischen Mayon und Moonman, die werden manchmal gleichzeitig verwendet. Das Logo auf der Feder, was ihr da oben seht, das findet ihr auch auf Moonman. Also ich glaube, das ist alles eins. Okay, soviel zur Box. Das ist eine Kunststoffbox. Es ist eine Pappbox, Entschuldigung. Eine Pappbox hier mit diesem Glitzereffekt und der eingeprägten Schrift. Hier kann man es auch noch sehr schön sehen, wie das hier entsprechend glitzert. Ja, ansonsten hier unten nochmal die Modellbezeichnung C4 und ist eine M-Feder auch hier wieder dabei, das zeige ich euch nachher nochmal. Und das Besondere hier dran ist ein Sicherheitsventil. Also da wird ein Vakuum erzeugt, sodass die Tinte da nicht auslaufen kann. Das zeige ich euch nachher mal. Die könnt ihr also nicht aufziehen, die Tinte, sondern die müsst ihr, wie bei einem Eyedropper, müsst ihr die mit einer Pipette einfüllen. Okay, soviel zur Box. Dann machen wir die Box mal auf. Der Deckel, ja, wie gesagt, ganz stabile Pappe, sieht sehr edel aus. Wenn ihr das als Geschenk kaufen wollt, dann ist das sicherlich sehr gut geeignet. Hier nochmal Manual, also nochmal eine Bedienungsanleitung. Ja, sind so die üblichen Dinge drin. Wie befüllt man den? Der Vakuumkonverter, hier wird das nochmal beschrieben. Also, ihr befüllt den hier mit Tinte und ja, ihr könnt das natürlich auch hochziehen damit. Das werden wir dann nachher mal ausprobieren. Ich werde euch das mal hier zeigen. Und dann müsst ihr oben vom Schaft die Kappe abschrauben. Und dann kann der Füllfederhalter da befüllt werden. Okay, das werden wir ausprobieren. Dann werden wir uns das nochmal hier anschauen. Hier sind so verschiedene Modelle, das ist also nicht auf dieses Modell bezogen dargestellt. Okay, so, dann geht es hier weiter. Der Füllfederhalter ist hier nochmal in einer Plastikhülle eingepackt und genauso die Pipette nebenan. Hier ist nochmal ein Aufkleber drauf. Alkohol ist das Einzige, was ich da drauf lesen kann. Denke mal, hier soll man keinen Alkohol verwenden, da vielleicht die Dichtungsgummis dann kaputt gehen. Ja, die Pipette selber, ich glaube, muss man nicht viel zu sagen, legen wir auch nebenhin. Und hier innen ist es so ein weicher Fließstoff, könnt ihr hier ganz gut sehen, mit so einem Bügel, sage ich mal, der hält den Stift sehr gut fest. Könntet ihr auch nochmal hier unten mit Gummiringen, könntet das auch nochmal festmachen zusätzlich, aber ich sage euch, das ist nicht notwendig. Dieses Teil geht übrigens auch nicht raus, ohne dass ich es kaputt mache. Okay, dann legen wir das auch nebenhin. Und dann kommen wir zum Füllfederhalter, packen wir nochmal aus seiner Plastikverpackung aus. Der ist also in transparentem Acryl gehalten. Es ist eine Zigarrenform, eine klassische Form. Es ist ein sehr mächtiger, sehr gewichtiger Füllfederhalter. Wenn ich euch nachher die Maße und Gewichte gebe, dann werdet ihr das auch nochmal sehen. Das ist also sehr, sehr kräftig, dieser Füllfederhalter.
Okay, beginnen wir mit der Kappe. Da können wir gleich mal schauen, wie viel Umdrehungen wir brauchen, um sie abzuschrauben. Hier seht ihr nochmal Mayon auf dem Kappenband. So, und dann drehen wir mal. 1, 1,5, 2, 2,25. 2,25 Umdrehungen brauchen wir, um die Kappe zu lösen. Hier seht ihr schon die erste Besonderheit. Also diese Zierband hier unten, das ist in Gold gehalten und das ist geätzt. Und der Clip, der ist winzig. Also ich kann euch das mal hier zeigen. Der ist auch sehr fest. Also ich weiß nicht, was so ein winziger Clip soll, wenn er auch noch so fest ist. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich gelungen. Was aber sehr schön ausschaut, ist hier dieses transparente Acryl. Ihr seht es hier, das gibt ganz schöne Effekte. Auch hier nochmal mit diesem abgesetzten Innenring. Das sieht sehr gut aus. Ja, hier beide Teile in Gold gehalten. Und ich halte es einfach mal zum Vergleich hin. Die Feder ist silbern. Ja, weiß ich auch nicht so genau, warum man alle Teile außen in Gold macht. Und also an der Kappe in Gold macht und dann die Feder silbern. Okay, kann ich nicht erklären. Das ist ein Geheimnis von Moonman oder von Mayon. Ja, hier auf der Feder seht ihr es schon. Die ist gebrandet mit Moonman. Also insofern hier wieder die Gemeinsamkeit. Das Logo von Moonman ist drauf und unten seht ihr das M für eine mittlere Feder. So, dann könnt ihr hier hinten dieses Vakuum quasi lösen, indem ihr hier aufschraubt. Das dauert auch eine Weile. Und dann könnt ihr den Stift, diesen Metallstift hier rausziehen. Wir werden nachher mal probieren, ob man damit die Tinte hochsaugen kann. Ich denke es nicht. Ich denke, der muss gefüllt werden wie ein Eyedropper. Und man muss ihn dann, um dieses Vakuum eben zu brechen, damit man schreiben kann, damit der Tintenfluss hier in das Griffstück laufen kann, muss man ihn hier hinten ein bisschen aufschrauben, damit das Vakuum eben nicht mehr besteht. Ja, dann machen wir gleich beim Schaft weiter. Auch hier sehr schön in Acryl gehalten, schönes Material, gefällt mir sehr gut. Sieht edel aus, ich mag es auch, wenn es so ein bisschen kräftig in der Hand liegt, also sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Dann schrauben wir mal den Schaft ab und werfen dann nochmal einen Blick ins Innere. So, dann haben wir hier nämlich genau diesen Stößel da. Hier könnt ihr das sehen. Es ist also nicht so, dass der bis an den Rand geht, sondern es ist wirklich nur ein Teil, was in der Mitte sich befindet und wie gesagt dieses Vakuum dann halten soll. Wir werden aber mal probieren, ob man die Tinte da auch aufziehen kann. Dann zum Griffstück, in Kunststoff gehalten. Sehr schöne Feder, ich hatte es euch schon gezeigt. Hier nochmal ein Silikonring, damit das Ganze auch dicht ist. Kunststoffgewinde auf Kunststoffgewinde, auch sehr gut. Hier ist es übrigens auch so, ist auch ein Kunststoffgewinde. Also alles aus einem Material gehalten. Der Tintenleiter, ganz normal, wie man ihn eigentlich von sehr vielen Füllhaltern kennt. Also da nichts Besonderes. Okay, dann werde ich ihn jetzt wieder zusammensetzen, werde mir eine Tinte suchen und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie das hier bei diesem Modell mit dem Aufziehen der Tinte klappt. So, dann schauen wir uns mal an, ob das hier mit dem Aufziehen der Tinte klappt, wie das in der Anleitung steht. Ich habe mir mal von Diamine Imperial Purple hierzu ausgesucht und das schrauben wir jetzt mal auf. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen was zum Säubern. So. Okay. Und dann werden wir mal sehen, ob das so funktioniert. Also ich führe den mal hier ein, ihr könnt es sehen. Dann schraube ich mal hier auf. Und dann sagt man ja, wenn ich das hochziehe, dann kommt hier Tinte rein. Also ihr seht, ich kann nochmal nach unten machen.
Dann ziehe ich nochmal hoch, da kommt ganz wenig Tinte. Also ihr könnt sehen, da kommt so gut wie keine Tinte hoch, wenn ihr diese Methode wählt. Ist glaube ich hier ganz, warte mal, das könnt ihr so nicht sehen. Ich zeige es mal so. Ich habe jetzt mehrfach versucht, also da kommt nur minimal Tinte raus. Das funktioniert also nicht, deswegen werden wir hier wieder zuschrauben. So wie es in der Anleitung steht, ist es also nicht möglich, mit dem Füllfederhalter zu arbeiten. Und dann werden wir jetzt erstmal den Füllfederhalter mit einer Pipette befüllen und dann werde ich euch Maße und Gewichte zeigen. Bevor wir jetzt zum Schreibtest kommen, möchte ich euch natürlich die Maße und das Gewicht nachreichen. Also ihr habt vorhin gesehen, der ließ sich über dieses Vakuumsystem nicht mit Tinte befüllen. Deshalb habe ich ihn mit einer Pipette befüllt. Ich habe mich, ich hatte es euch ja vorhin schon gezeigt, für Diamine Imperial Purple entschieden. Und jetzt, so wie er hier vor euch liegt, mit Tinte befüllt, bringt er 33 Gramm auf die Waage. Also er ist schon ein recht schwerer Füllfederhalter in dieser Acrylausführung. Also das ist kräftiges Acryl. Da ist manchmal so, dass die Metallfüllfederhalter so ein Gewicht auf die Waage bringen. Aber hier ist es überwiegend doch Acryl. Okay, dann zu den Maßen hier im geschlossenen Zustand, so wie er hier vor euch liegt. Da misst er 15,1 cm ohne Kappe, so wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte. Da misst er 12,9 cm und aufstecken, das funktioniert nicht wirklich. Ihr seht es hier, der hält zwar leicht, aber schon beim ersten Mal rütteln fällt die Kappe ab, also das entfällt hier. Okay, legen wir die Kappe nebenhin und beginnen mit unserem Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Mayon. Ach ja, hinten muss man ein bisschen aufdrehen. Also der hat jetzt natürlich noch ein bisschen Tinte drin, weil ich ihn ja gerade habe versucht, über dieses Vakuumfüllsystem zu befüllen. So, hier ein bisschen aufdrehen, das Vakuum quasi brechen, damit der Tintenfluss nachlaufen kann und das hier auch ein bisschen offen lassen. Okay, also Mayon oder Moonman, so wie es auf der Feder eben steht, C4. Ein ganz neuer Füllfederhalter auf dem Markt, der beruht oder ist ein Update des Q1. Das ist sein Vorgänger. Dann haben wir hier Diamine Imperial Purple als Tinte. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann werden wir mal loslegen und ihr könnt mal hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Also ich finde, das klingt sehr angenehm. Wie gesagt, das ist eine M-Feder, hatte ich hier noch gar nicht hingeschrieben. Immerhin M-Feder. Klingt sehr angenehm. Tintenfluss ist in Ordnung. Die Stärke der Feder, finde ich, ist auch sehr angenehm. Also typische M-Feder. Nicht irgendwie chinesische M-Feder, die dann noch ein bisschen schmaler wirkt. Also ich finde schon, dass es einer M-Feder entspricht, was hier auf das Papier gekommen ist. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen, dann versuchen wir mal schnelles Schreiben. Ja, ist sofort da. Also ihr seht, auch da kein Problem, hier mit dem Tintenfluss nachzukommen. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation in die Feder bekommen. Mit aller Vorsicht. Nein, also da könnt ihr sehen, da ist leider keine Variation hineinzubekommen. Und hier nochmal zum Tintenfluss, der ist aber
recht gut für eine M-Feder. Dann versuchen wir nochmal verkehrt herum zu schreiben. Ja, da seht ihr schon, so ein bisschen sitzt er aus, aber dafür ist er nicht gemacht. Ist dann mehr wie, ja, sag ich mal, eine feine Feder. Ja, so viel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und, hier drehen wir erstmal zu, was mir weniger gut gefällt am Mayon C4. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Mayon C4, der Weiterentwicklung des Q1 oder des Upgrade des Q1, so zumindest wird es von dem Händler auf AliExpress, da habe ich ihn nämlich her, für 18 € inklusive Versand beschrieben als Upgrade. Ja, gut gefällt mir der große Durchmesser. Ich zeige ihn euch hier nochmal. Das ist ein gewichtiger, kräftiger Füllfederhalter, die klassische Zigarrenform, das gefällt mir sehr gut. Ich finde auch, das Acryl ist sehr gut gelungen. Das sieht wertig aus, das sieht gut aus, auch hier mit diesen Effekten im Licht. Das gefällt mir alles sehr gut. Es ist zum Befüllen hier die Pipette mit dabei. Die sieht auch funktional aus, auch wenn ich jetzt meine eigene hier zum Befüllen benutzt habe und diese nicht ausgepackt habe. Was gefällt mir noch gut? Hier diese schöne Geschenkbox, halt verkehrt rum. Ja, mit diesem Glitzereffekt, das sieht auch sehr gut aus. Da habt ihr für 18 € circa, habt ihr ein tolles Geschenk auch, wenn ihr das an jemanden anders weitergeben oder verschenken möchtet. Also das sind alles Sachen, die mir da sehr gut gefallen. Und was ich natürlich auch sagen muss, hier diese technische Raffinesse mit diesem Ventil, das quasi das Auslaufen der Tinte verhindern soll. Ob das so funktioniert mit diesem Sicherheitsventil, das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert. Oder da habe ich noch keine Erfahrung, muss ich ja besser sagen, weil ich habe den heute mit euch hier zusammen das erste Mal ausgepackt und benutzt. Das wird die Zeit dann zeigen, ob das so funktional ist, diese Technik. Ich finde es zumindest interessant und das war auch das Ausschlaggebende, warum ich ihn mir oder nicht wieder, sondern warum ich ihn mir gekauft habe, dass ich diese Technik ganz, ganz spannend fand. Also das finde ich ist schon eine gute Sache und wer das mal gesehen hat, wenn jemand den Füllfederhalter in der Hemdtasche stecken hat und der läuft dann aus, das sieht schon unschön aus und man hat dann Schwierigkeiten und dann ist vielleicht das Lieblingshemd da mit Tinte versaut und man bekommt es einfach nicht mehr weg. Also insofern, wenn das funktioniert, davon gehe ich erstmal aus, so wie das hier dargestellt wurde, dann ist es eine gute Sache. Was gefällt mir weniger gut? Ja, das hatte ich euch schon gesagt. Also wir haben hier so goldene Elemente und dann die Feder in Silbern. Ich bin mir nicht sicher, warum man Silber und Gold miteinander kombinieren muss. Also ich finde, das hätte man in einem Zug machen können. Also man hätte sich für Silber oder für Gold entscheiden können, warum die Feder dann in Silber gehalten wurde und alle Teile der Kappe in Gold sind, alle Metallteile. Ja, kann ich nicht sagen. Ich finde es nicht so berauschend, sage ich mal. Ist aber Geschmackssache. Ja, was überhaupt nicht funktional ist, hier seht ihr das nochmal, ist dieser Mini-Clip, der hier dran ist. Warum man das gemacht hat, vielleicht um durch das Acryl noch einen besseren Blick zu bekommen, damit der Clip nicht im Wege ist. Aber funktional ist er gar nicht, muss ich sagen. Also kann mir nicht vorstellen, dass sich das so durchsetzt mit so einem kurzen Clip. Kann mir auch vorstellen, dass der dann auch nicht so richtig gut hält, weil er eben einfach ein bisschen kurz ist. Aber auch dazu gibt der Hersteller keinerlei Angaben, der Verkäufer auch nicht. Insofern kann man nur spekulieren, warum Mayon hier so einen kleinen Clip designt hat. Kenne ich auch von anderen Füllfederhaltern nicht. Dann ist es oftmals so, dass der Clip ganz weggelassen wird, wenn er stört. Dann ist vielleicht eine Seite abgeflacht, damit der Stift nicht vom Tisch runterrollt. Da gibt es, glaube ich, bessere Lösungen, als es Mayon hier gefunden hat. Ja, und dann wollte ich euch eine Sache zeigen, wenn ihr den Füllfederhalter so aufschraubt und dann wieder zuschraubt, jetzt ist es hier nicht passiert, aber da hatte ich es schon, dass es manchmal leicht verkantet.
aber wie gesagt, wenn man ein bisschen aufpasst, dann ist das kein Problem. Und ich sage mal, bei jedem 10. Mal passiert das vielleicht so geschätzt. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall sagen und dann müsst ihr euch eine eigene Meinung dazu bilden. Ja, würde ich ihn mir wieder kaufen? Ich würde mir auf jeden Fall wieder kaufen. Und zwar, erstens finde ich, das, was man hier für 18 Euro inklusive Versand bekommt, das ist eine sehr gute Qualität. Die Feder schreibt sich hervorragend. Ich finde, das war eine gute Erfahrung, die M-Feder. Ich finde auch die Technik interessant und die Verpackung, also auch als Geschenk geeignet. Und da muss man erstmal suchen, um so etwas für 18 Euro hier zu bekommen, in so einer Aufmachung. Also vor dem Hintergrund würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Und ja, jetzt würde mich interessieren, hat vielleicht einer von euch schon den C4? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wie habt ihr den befüllt? Seid ihr mit diesem Vakuum-System, seid ihr damit zurechtgekommen? Oder würdet ihr euch den auf keinen Fall wieder kaufen? Wie ist eure Feder? Das alles könnt ihr mir in euren Kommentaren mitteilen und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.